So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Side-Scroller Game. In diesem Abschnitt werden wir unsere Spielwiese ein wenig verlassen und das Ganze dementsprechend schon mal für den ersten Level umfunktionieren und umbauen. Ich kann einmal drüber fliegen, ich habe das hier entfernt, ich habe ein paar so größere Rocks runtergeladen, die gibt es kostenlos auf FAB, die sind super, die sind alle im Nanite, die kann man skalieren, bis es einem schlecht wird sozusagen. Und die Geschichte habe ich hier rübergelegt, damit man nicht mit dem Gravity Jump diese anderen Rocks rüberspringen kann. Und dann habe ich das Ganze hier abgeriegelt. Ich habe hier mal so eine Sandfläche aufgebaut und schon mal begonnen, hier ein paar so kleine Gimmicks mit einzufügen. So, ich kann dir das Ganze mal zeigen, was dich erwartet. Es ist jetzt ein bisschen dunkel, weil ich übers Post-Process erstmal standardmäßig mit der EV100 Min und Max auf 1 gegangen bin, wie man es im Original auch immer machen sollte, weil man es dann bei einem späteren Zeitpunkt richtig nachjustiert. Aber wir haben hier sehr schöne Helligkeitseffekte auch mit drin. Es ist ein bisschen, ja, Sonnenuntergang kann man eigentlich noch nicht sagen. Die Sonne steht jetzt hier oben aktuell. Und jetzt kann man hier rüber, wenn man möchte. Das heißt, man muss nicht unbedingt. Hier bräuchte man dann den Gravity Boost wie zuvor. Und dann kann man sich wieder einen einsammeln. Hier hinten würde es noch einen geben. Jetzt bin ich da auch wieder gleich mal ein bisschen kaputt gegangen. Jetzt springe ich einfach mal wieder zurück. Nehme den Gravity Boost und springe wieder dahinter. Das ist gar nicht so einfach aktuell, weil er so hoch springt damit. Und dann dementsprechend kann ich dann hier wieder reinlaufen. Ich kann wieder in meine 2D-Ansicht schalten. Das brauche ich gar nicht, ich muss nur reinlaufen. Und dann dementsprechend vielleicht ein paar von diesen Pilzen entfernen. Das heißt, ich schieße den einfach mal darüber. Dann habe ich hier mal diese 2D-Rotate-Geschichte gemacht und jetzt geht es rein und jetzt rotieren wir wieder so rum und hier kommt auch mal ein größerer Pilz, den kann man natürlich auch mit dem Gravity Boost erreichen. Dann habe ich ein paar so Palmen aufgebaut, es gibt so ein Monster, das schießt jetzt schon mal so Feuerkugeln und die dürfen uns natürlich auch nicht treffen und so ein paar Gimmicks und weiter bin ich jetzt an der Stelle noch nicht, das mache ich dann mit dir zusammen. Wenn du deinen eigenen Level gestaltest, natürlich musst du mit mir nicht mitmachen und hier wird es dann schon mal in den ersten Kerker oder ins Verlies reingehen. Also soweit bin ich jetzt und das möchte ich jetzt in diesem Abschnitt mit dir zusammen erstellen. So, und wir beginnen jetzt mit meinen Download-Vorschlägen. Ich habe hier mal dieses Rocks and Combined, das ist kostenlos auf FAB. Sämtliche Links stehen auch wieder unterhalb der Description von dem Video. Und ich stelle jetzt mal die beiden vor, die ich jetzt verwende. Wenn du andere Rocks hast oder andere schon auf FAB gefunden hast, dann kannst du natürlich deine eigenen verwenden. Es geht nur darum, dass wir im Hintergrund das Ganze abriegeln, manchmal auch im Vordergrund, weil wenn wir von der 3D wieder kommen, dann sehen wir natürlich in alle Richtungen und dann soll es da nicht irgendwie künstlich aussehen. So, das ist einmal die Rocks and Combined und hier drüben habe ich ganz was Kleines rausgesucht, das Rockpack Volumen 01, da kann ich kleinere und größere so zum Dazwischen Stückeln, hätte ich jetzt mal gesagt. Gut, und dann einfach dementsprechend, man kann hier umschalten, es beginnt bei Professional, ne, natürlich auf Privat und dann ist es auch kostenlos, zur Bibliothek hinzufügen und dann hier dementsprechend einfach mal diese FAB-Bibliothek wieder updaten und dann eben auch dem Projekt hinzufügen, alle Projekte, dann gebe ich einen Side-Scroller und dann auf meine Production und dann wählen wir die nächstniedrigere Version aus, die 5.4 und dann können wir das Ganze hinzufügen und das gleiche werden wir dann mit dem anderen Combined Pack machen. So, dann habe ich hier nochmal Side-Scroller und dann das Ganze nochmal so und dann auf die 5.4 und dann füge ich es meinem Projekt hinzu. So, und wir beginnen jetzt gleich mal mit dem Umbau. Wenn deins genauso aussieht wie meins, dann wird es einfacher. Gut, und dann die wichtigen Sachen machen wir zusammen und dann das Ausschmücken kann dann jeder für sich selber machen. So, was wir als allererstes tun, wir werden uns von dieser Spielwiese hier trennen. Das bedeutet, ich lösche mal alles hier raus, die ganzen Truhen und meine Power-Icons. Die kommen auch alle weg. Jetzt habe ich natürlich gleich die komplette Landscape mit weggelöscht, aber die kommt später auch noch raus.
Das heißt, ich lösche das jetzt einfach mal weg, weil wir das zu einem späteren Zeitpunkt dann einsetzen werden. So, jetzt habe ich hier noch meine Landscape und mein Nav Mesh. Jetzt gehe ich erstmal auf meinen Nav Mesh, man kann es auch hier suchen. Hier müssen wir aufpassen, hier gibt es auch noch einen Recast Nav Mesh Default. Das heißt, wenn wir das Nav Mesh Bounce löschen, sollten wir auch das Recast Nav Mesh Default mitlöschen. So, dann haben wir das auch. Dann werde ich mich mal von meinem Dummy hier trennen und dann dementsprechend werde ich auch die komplette Landscape entfernen. So, jetzt ist unterhalb, man sieht es hier, das ist jetzt hier meine Teleport-Zone und die ist von den Proportionen her jetzt auch nicht so optimal. Das bedeutet, wir werden anfangen mal diese ein bisschen abzuändern, dass man die besser platzieren kann. Weil wenn ich jetzt hier oben mal Teleport-Zone eingebe, dann wird man feststellen, man kann es nicht schieben, weil es im Konstruktor nicht implementiert ist. Und da beginnen wir gleich mal mit Blueprints. Wir gehen auf die Teleport Zone und dann haben wir hier im Construction Script sozusagen noch zwei frei, nämlich die New Transform Location X und Y und die werden wir jetzt einfach uns mal reinholen über Get Actor Location und dann können wir diese Geschichte hier aufsplitten, rechte Maustaste, Split Struct Pin und dann können wir das X mit dem X verbinden und das Y mit dem Y und die Höhe regeln wir ja hier automatisch ab über einen Height-Parameter, über einen globalen und die Size, die trenne ich jetzt einfach mal ab von der Y-Geschichte, weil ich möchte, dass nicht beides den gleichen Wert haben, sondern unterschiedliche Werte vergeben und deswegen hier drüben links mache ich einfach mal Size X und gehe auf Compile und dann neue Variable und die nenne ich einfach mal Size Y. So, Size Y ist ebenfalls vom Typ Float und dementsprechend gehe ich auf Compile und dann klinke ich die hier mal in die Y-Geschichte mit ein. So, wir haben jetzt hier einfach nur eine Actor Location aufgebrochen, XY hier verbunden und hier haben wir die Size X und Y auch nochmal separat getrennt. Und wenn ich jetzt auf den Level zurückgehe, dann können wir natürlich in der Höhe jetzt hier nichts ändern. Wir sehen jetzt, es ist nur noch eine Linie, weil wir ja jetzt an dieser Stelle noch die Y-Geschichte auf 0 gesetzt haben. So, jetzt habe ich noch vergessen, das Ganze public zu machen, also bei Size Y noch das Auge auf, bitte. So, wenn wir jetzt zurückgehen, Teleport Zone ist hier drüben anselektiert, dann sehen wir hier 300 und 0, gebe ich auch mal 300 ein, dann wird das Ganze so aussehen. So, jetzt gehe ich ein bisschen höher, ich habe jetzt hier die 1979, die merke ich mir einfach mal, Steuerung und C und jetzt gehe ich einfach mal auf 500, so sehe ich das Ganze nicht wirklich. So, dann können wir hier ein bisschen schmäler werden. Wir müssen ja nur den Steg abdecken und ein bisschen hinter dem Steg, das heißt so ein bisschen raus noch. Und jetzt sind wir auch in der Lage, das Ganze hier so zu verschieben in diese beiden Richtungen. Und jetzt kann ich hier natürlich auch noch runtergehen und ich werde ja das hier, wo wir diese Plattform haben, hier rüber bauen auf die andere Seite. Das heißt, ich kann an dieser Stelle noch ein wenig kleiner werden. Das müssen wir nachher noch ein bisschen nachjustieren und dann gehe ich hier einfach noch ein bisschen so rüber, dass man nicht so reinjumpen kann. Ich denke, so wird es dann einigermaßen okay sein. Das sehen wir jetzt dann gleich, wenn wir das andere rüber gebaut haben. Ich lasse es jetzt extra mal auf 500, damit es auch sichtbar ist und von dieser Preview-Plattform werde ich mich jetzt einfach mal trennen. Dann haben wir hier diese Switches mit drin in 3D und 2D, das kommt raus und das nehmen wir auch gleich mit raus. Und da hinten liegt auch noch irgendwas, das ist die Teleport-Zone. Okay, gut, dann haben wir das schon mal erledigt und jetzt würde ich einfach mal beginnen, den Steg einfach mal umzudrehen. Das heißt, ich markiere den und dann hier oben aufpassen, dass das praktisch auf 10er Schritten zumindest eingerastert ist. Und dann drehe ich das mal um 180 Grad. Und dann schiebe ich mir das einfach mal auf diese Seite. So, dann haben wir das schon mal drüben. Und jetzt ein bisschen andocken, dass es einigermaßen sauber drin ist. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen, wir müssen diesen Pfeil hier umdrehen. Das heißt, wir gehen auf unseren BP Switch 3D und dann haben wir hier drüben unter Details Error Rotation minus 90 und das müssen wir um 180 Grad kippen. Das heißt, wir machen hier eine 90 draus, sodass wir in diese Richtung reinlaufen. So, damit wäre das schon erledigt und jetzt können wir uns diese Sachen da auch noch mit rüberholen. Ich hole mir jetzt einfach mal das Boot noch ab. Das kriege ich jetzt nicht, weil meine Geschichte da im Weg ist, muss ich ein bisschen weiter runter. Da ist anscheinend meine Danger-Zone oder meine Teleport-Zone ein bisschen im Weg gerade. Und diese Geschichten, die markieren wir uns jetzt einfach mal durch.
Das heißt hier und hier und hier und da muss man ein bisschen aufpassen, das sind ja lauter Einzelteile. Ich nehme die 2 Monster auch gleich mit und das Schwert nehme ich auch mit, das lösche ich aber nachher, weil das gibt es jetzt zu Beginn des Spiels natürlich noch nicht. So, dann werde ich das Ganze einfach mal ein bisschen rüberziehen, dann haben wir das schon mal so da und dann können wir ja diese anderen beiden hier schon mal ein bisschen anders positionieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal rein und hier rein. Man kann jetzt einfach auch spielen, wir können das ja auch durchkopieren, dass man nochmal so springen muss, vielleicht ein bisschen höher. Und dann kommt das dann noch an der Stelle und da haben wir dann diesen weiten Sprung und da könnten wir ja dann auch nochmal eine Kopie machen. Also da bist du vollkommen frei, wie du den Parcours da aufbaust. Du musst halt nur darauf achten, dass es dann erreichbar ist, zumindest mal mit dem Gravity Jump. So, das Schwert hier hinten, das werde ich jetzt einfach mal entfernen, weil das ist zu früh an dieser Stelle und ich würde sagen, als Belohnung gibt es jetzt hier, gut, eine Health werden wir nicht brauchen, ich gehe mal auf Pickups, ich gebe dem Ganzen einfach mal einen Power. Aufpassen, dass wir hier oben nicht selektiert sind, sonst legt das uns auf 500 bei Default. Einfach mal so ein Power Child reinlegen und dann rauf und die Ende-Taste, dass es sauber da liegt. Und an der Stelle würde ich sagen, vergeben wir auch noch eins. So, da fangen wir ja mit 0 an und deswegen würde ich sagen, gibt es hier nochmal 2 oder sogar 3 als Belohnung für diesen Aufwand, dass man hier rüberspringt. Und damit man hier auch wirklich rüberkommt, sollten wir hier auch nochmal eins hinlegen. Wir sind ja in Level 1, so dass praktisch, wenn das eine, das wir ja hier unten noch haben, dann, jetzt können wir natürlich entscheiden, was wir noch alles wegnehmen. Jetzt bin ich eh schon da, genau, und dann nehme ich gleich mal dieses Säbel weg. Und natürlich gibt es auch kein Wall Jump und an der Stelle gibt es erstmal nur ein Power-Up und deswegen habe ich da drüben, bin ich ein bisschen spendabler. So, dann habe ich diese Sachen hier schon mal mit drin. Und jetzt schaue ich mir einfach nochmal meine Teleport-Zone an, wo die denn so liegt, damit ich dann da nicht praktisch von hier mit 3D-Modus, mit dem Gravity Jump zu weit springen kann. Ich denke, das ist ganz okay. Jetzt können wir noch ein bisschen rüber gehen, weil wir die andere Seite gar nicht mehr brauchen. Und jetzt können wir natürlich noch Steuerung V, ich habe es noch drin, minus 1979 habe ich im Angebot. Ich weiß nicht, wo deine Ebenen liegen. Es sollte halt jetzt ein bisschen unterhalb sein, das ist es auch, und zum Test natürlich auf Play gehen und dann einfach mal reinspringen. Das ist jetzt fast ein bisschen zu weit rein, weil wir keine Unterwasserwelt aufgebaut haben. Das heißt, ich gehe mal noch ein Stück höher, ich gehe mal auf minus 1850 und dann teste ich das Ganze nochmal mit Play und dann sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich fliege nicht ganz unter Wasser und dann komme ich auch schön sauber wieder raus. So, als nächstes werden wir mal unsere Waterplane etwas vergrößern. Das ist ja lediglich eine Plane, das heißt, das wird nichts ausmachen. So, wir können hier nicht ziehen. Es liegt daran, dass die Geschichte auch wieder drüben in unserem Default verankert ist als Global-Variablen. Das heißt, wir können hier das bisschen größer machen und natürlich auch etwas breiter, sodass wir ein bisschen Horizont-Feeling dazu bringen. So, jetzt gehe ich mit meiner Kamerageschwindigkeit ein bisschen höher, dass es nicht gar so lang dauert und dementsprechend schiebe ich das natürlich jetzt bis zu meinem Steg. Das muss ich mir natürlich jetzt auch anschauen, dass das Wasser dann sozusagen hier dann auch endet. So, dann haben wir das hier soweit schon mal fertig. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wir kommen hier 3D-mäßig raus. Das heißt, es sieht so aus. Das bedeutet, wir können eigentlich noch ein bisschen rübergehen und sogar noch eventuell ein wenig hinzufügen. So, dann sind wir hier auch sauber abgedeckt. Das heißt, wir gehen auf Save, sicherheitshalber mal auf Save All. Und jetzt werden wir einfach mal beginnen, hier hinten mit unserer Sandfläche weiterzumachen. Und dazu bedienen wir uns mal wieder unserem Supergrid, ist ja auch schon lange her. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist es denn, Supergrid, und da gibt es Starter Pack und dann auf Source und dann auf New und da gibt es diese schönen Supergrid Ring Full und jetzt werden wir hier oben einfach mal bei Default, also ich bin ja hier bei 500 verhakt, da mache ich jetzt hier einfach mal ein Select rein und dann ziehe ich mir einfach mal eine von diesen Ringen hier hin. So, dann habe ich hier einen Ring und gut, der geht jetzt in die andere Richtung. Wir könnten ihn natürlich auch gleich mal umdrehen, dann tun wir uns leichter beim Skalieren. Das heißt, ich gehe hier um 180 Grad rüber und jetzt ziehe ich den einfach mal
einfach mal ziemlich lang hinaus. Das wird praktisch meine Ebene mit Wüstensand. Das heißt, wir können auch ein bisschen weiter, können wir auch später noch verlängern. Jetzt können wir das Ganze mal so stehen lassen und dann werden wir das Ganze in die Breite ziehen, sodass wir ein bisschen das Feeling haben von einer Wüstenfläche. Man muss sich ja vorstellen, wir laufen ja in diese Richtung. Das bedeutet, ich muss das natürlich jetzt auch noch näher hinrutschen, dass das Ganze dann auch sauber übergeht. So, dann gehe ich noch ein bisschen runter. Jetzt muss ich natürlich auch mal meine Raster wieder einschalten, sonst macht das alles keinen Sinn. Und dann einfach noch ein Stück nach unten und dann bin ich eigentlich schon an der Stelle, dass ich sage, ein klein wenig gehe ich noch runter. So, jetzt wenn ich mal in diese Richtung schaue, dann kann ich auch ein Play from Here machen. Das bedeutet, ich kann dann hier auch laufen und jetzt laufen wir hier so rein. Jetzt sehen wir auch schon, dass wir da einen schönen Horizont hinten haben und eine schöne große Fläche, wo wir noch einiges an Assets sozusagen platzieren könnten. So, an dieser Stelle einfach mal auf Level, File und Save All. Wir haben ja sehr viel gelöscht und deswegen würde ich gerne auch auf All, rechte Maustaste und Update Redirectors, falls notwendig. So, die Rocks sind dann später sehr groß und da kann es dann ab und zu auch zu Abstürzen kommen und deswegen immer sicherheitshalber saven und natürlich eventuell nach jedem Tutorial-Abschnitt auch ein Backup erstellen. Gut, an dieser Stelle werden wir noch den Sand auftragen. Das bedeutet, ich werde hier einfach mal das hier anklicken, also meinen Supergrid Ring, den ich ein bisschen deformiert habe. Dann gebe ich hier bei Content einfach mal Sand ein und da habe ich dann ein paar Sandgeschichten zur Auswahl, Sandstone und so weiter. Hier gibt es einen MI Sand und einen Material 01B, sieht vielleicht ganz nett aus. Ich klicke den einfach mal rein. Und dann schaue ich mir den auch mal an. So, ich denke, da bin ich ganz zufrieden. Es würde noch einen PCF-Sand geben, ne, das sind Material Functions. Also ich bediene mich einfach mal diesem hier, dem B oder dem A wahlweise. Den kann man uns auch mal angucken, wie der so aussieht. Der geht mir in diese Laufrichtung. Der ist ein bisschen dünner von den Strichen her, von den Linien. Ach, ich entscheide mich mal für den 01A. So, dann schauen wir uns mal die Lauffläche an. Du kannst sie natürlich so groß machen, wie es dir beliebt. Da sind deinen Fantasien praktisch keine Grenzen gesetzt. Ich mache meine vielleicht auch noch ein bisschen größer. Und an dieser Stelle möchte ich ja dann da hinten sozusagen in eine Höhle runtersteigen. Ich werde mal provisorisch hier die 500 selektieren auf Default und dann werde ich mich hier von dem Suchbegriff trennen. Ich gehe auf Content, ich gehe nochmal auf Supergrid und lege hier einfach mal so einen Würfel hin. Starter Pack, Source, New und dann einfach diesen Centered, Supergrid Box Centered und der kommt jetzt bei mir an diese Stelle. So mit der Ende-Taste kann ich ihn nach unten schieben und dann weiß ich zumindest, dass hier der Eingang sein wird, nämlich genau bei Y500. So, dann gehen wir jetzt einfach mal noch zurück und beginnen dann langsam mit den Rocks und das Einzige, was hier noch zu tun ist, wir haben ja hier noch unsere Geschichten von unseren Blogging-Volumes und die müssen wir natürlich auch noch auf die andere Seite rüberbringen. So, die habe ich beide hier im Outliner, das heißt, ich kann mir die hier zusammen selektieren und dann werde ich die einfach mal ein bisschen rüberschieben. So, dann ziehe ich die einfach mal so rein, weil wir haben ja einfach das Ganze nur gespiegelt, so ungefähr und dann ist das auch nicht mehr erlaubt, dass man hier so rüberspringt. So, damit wäre das schon mal erledigt, dann gehe ich nochmal auf Save. Man muss sich das ja so vorstellen, wir laufen ja so, das bedeutet, den Horizont hier hinten, den müssen wir irgendwie abriegeln und ausschmücken, sodass es lückenlos sauber aussieht. Gut, durch unsere 3D-Funktionalität kommen wir natürlich hier auch raus. Das bedeutet, wir müssen in diese Richtungen ebenfalls das Ganze etwas ausschmücken. So, jetzt gehe ich einfach mal auf meine Rocks-Geschichte und zwar habe ich die dann hier drin Rocks and Combined und da gibt es sogenannte Assets und da drin sind die Static Meshes und wir haben hier Rocks, das sind einzelne, auch sehr große Rocks und hier gibt es die sogenannten Combined.
Gut, und dann beginnen wir einfach mal das Ganze ein wenig auszuschmücken. Das heißt, wir müssen praktisch bis hier abriegeln und auf der linken Seite vom Steg und hier hinten müssen wir nur links von unserem Würfel, von unserem 500er Y-Würfel ausschmücken, dass wir praktisch so in diese Laufrichtung einen Höhleneingang simulieren können. Gut, und jetzt ziehen wir uns sowas einfach mal rein. Ich fange jetzt einfach mal an mit dieser Mega-Comp, aber ich werde auf jeden Fall meine Default 500 mal ausschalten, sonst wird das wahrscheinlich nicht so gut von der Positionierung her. Gut, man sieht schon, die sind sehr, sehr groß. Das heißt, du kannst die irgendwie reinlegen, positionieren, drehen, skalieren. Also skalieren ist überhaupt kein Thema, weil diese Geschichten ja Nanite sind. Da kann man also wirklich sauber rumspielen damit. Gut, und jetzt lege ich das Ganze einfach mal ein bisschen runter, mal nur zur Veranschaulichung, schiebe es vielleicht auch ein bisschen so mit rein, dass das Ganze hier schon mal abgeriegelt ist. Man kann es natürlich auch hier hinten und dann noch ein bisschen da vorne was hinmachen und so weiter und so fort. So, dann habe ich hier noch einen, die kommen ganz schön komisch im Zentrum meiner Screen raus. Den werde ich jetzt einfach mal da hinten hinlegen und dann dementsprechend schiebe ich mir den runter. Das ist jetzt einfach absolute Geschmackssache, wie du das gerne hättest. Die Röhren lasse ich noch da und die Wall-Jump-Geschichte, die holen wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt von da drüben rüber. Und das bedeutet, ich mache jetzt zum Beispiel hier einfach mal noch so einen Rock mit rein und dann werde ich den Rest jetzt mal im Schnelldurchlauf machen und du kannst auch versuchen mit den kleineren, was heißt klein, die sind auch groß, mit den normalen Rocks hier an der Stelle Rocks und mit diesen Combined dann diese Szenerie aufbauen. So, willkommen zurück. Ich hoffe, du hast deine Steine oder andere Assets auch einigermaßen günstig platzieren können. Ich habe mir erlaubt, hier einfach mal so einen Torbogen zu gestalten. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Collisions, weil diese Asset-Packs sind ja von Fab, die haben wir ja nicht selber erstellt. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal hier drauf gehe auf den Rock 13 zum Beispiel und der heißt bei mir 13, das heißt, ich gehe hier rechte Maustaste und dann einfach mal Edit Rock 12 heißt er dann doch am Ende und jetzt klicke ich ihn hier oben ein und dann können wir hier mal schauen, ich habe hier Number Collision Primitives 3 und dementsprechend kann ich mir die auch mal anzeigen lassen, das heißt, ich gehe jetzt hier mal rauf und sage Simple Collision und da sieht man schon, das geht ja auch ein bisschen schräg durch, man könnte jetzt hier nochmal sagen Collision und dann einfach mal Auto Convex Collision und 416 lassen wir mal stehen und dann applyen, ob es mehr werden. Nee, es bleibt bei den 3 und ich denke aber hier komme ich gut durch, weil ich das Ganze einfach ein bisschen in die Höhe gezogen habe und im Endeffekt muss man das natürlich einfach mal testen, indem man immer einen Play from Here macht und dann versucht an der Stelle einfach auch mal durchzugehen oder da drin zu hüpfen. Und die normale Stein- oder Rock-Kollision, genau, die bringt unseren Player dazu, dass er praktisch auch abprallt und eine richtige Collision dabei ist. So, hier hinten, da gibt es natürlich auch die gleichen Sachen. Das heißt, hier in unserem Level können wir uns das Ganze auch anzeigen lassen über Show. Und dann geben wir hier einfach mal bei Collision ein Häkchen rein. Und dann sehen wir schon, hier hätte ich fast ein Problem gehabt, aber es schließt hier sauber ab.
Und das nächste, was ich noch erwähnen möchte, wenn du hier größere Steine hast, das heißt, wenn ich jetzt den ein bisschen hochziehe, dann haben wir natürlich ein bisschen ein Problem mit der Kameraführung. Da solltest du darauf achten, dass es entweder weiter weg nach rechts ist oder tiefer, weil man sieht hier, der Stein flackert so durch, außer du möchtest das so. Also ich finde das nicht so schön, das musst du dann richtig so hinschieben, dass es dann einigermaßen angenehm ist. So, jetzt gehe ich wieder runter damit und nur nochmal als Test, ich mache hier ein Play from here und dann, oh, jetzt bin ich zu hoch droben, jetzt muss ich weiter runter. Da muss man ungefähr in der Mitte sein, sonst funktioniert es mit unserer Steuerung nicht. Und dann, wenn ich jetzt hier vorbeilaufe, dann sehe ich die Steine schön sauber im Foreground. Und jetzt müsste ich lediglich noch eventuell diese Kanten hier irgendwie noch fixen. Das heißt, ich gehe nochmal auf Content und da habe ich jetzt meine, wie heißen sie, wahrscheinlich RP Volume 01. Das sind meine kleinen Steine. Dann gehe ich hier einfach mal auf Mesh und dann ziehe ich mir da mal einen rein und dann mache ich den einfach mal größer. Und dann werde ich den ein bisschen drehen und einfach mal so die Kanten da noch so ein wenig einfach mal so abfahren, dass das Ganze dann einfach ein bisschen abgeriegelt ist. Und dann mache ich mal noch so einen mit dazu. So viel Zeit nehme ich mir, dass ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Und dann habe ich das auch schon abgeriegelt. Gut, dann kann ich den gleichen hier nochmal nehmen und den schiebe ich jetzt hier rüber zu dieser Kante. Der hat ja eine schöne Collision-Geschichte mit dabei. Ich denke, dass das so ausreichend ist. Aber wie gesagt, immer einfach mal testen und dann dementsprechend schauen, ob du da auch vorbeilaufen kannst und ob die nicht im Weg liegen. So, meine restliche Szenerie sieht jetzt so aus. Die hinteren Lücken habe ich mit kleineren Steinen versucht ein bisschen zu schließen, dass das Ganze so wirkt, als würde es nach hinten wie eine Landscape einfach weitergehen. Gut, ganz am Ende, wo mein Cube liegt, da habe ich versucht abzuschließen. Da muss ich natürlich jetzt auch schauen, wie die Kollision ist von meinem Kombi-Mesh und hier wäre dann praktisch mein Höhleneingang und ich komme hier sauber durch. Gut, das ist schon mal das eine jetzt an dieser Stelle und zum anderen musst du dich halt einfach überzeugen, ob von der 3D-View, wie das Ganze dann aussieht, so hier hinten, da kannst du das Meer ja auch noch ein bisschen in die Länge ziehen oder in diese Richtung. Hier sind wir ja im 3D-Modus unterwegs, das heißt, hier hätten wir vielleicht noch ein bisschen ein kantiges Problem, aber das kannst du dann selber so ausschmücken, wie du das gerne hättest. Wir kommen hier raus und dann haben wir hier diesen Blick. Also ich denke, ich lasse meins einfach mal so. Du kannst ja noch ein bisschen dir Zeit nehmen und das Ganze dann noch einigermaßen besser machen. So, jetzt beginnen wir mal mit unserer Wüstenlandschaft und dafür haben wir ja unsere Geschichten Default, Background und Foreground definiert in unseren Edit Layers und hier habe ich ja die 500, Foreground 200 und dann habe ich den Background mit 800. Du kannst natürlich andere Werte haben, das spielt an der Stelle keine Rolle, Hauptsache du hast deine Lauflinie fest im Griff. So, die Teleportation schließe ich auch mal ab und jetzt beginne ich einfach mal mit ein paar so Palmen zum Beispiel. Ich habe mir diese Pandanus runtergeladen, ich mache mal die PN Pandanus auf und dann habe ich hier die Meshes und dann gibt es hier Pandanus, gibt Big und Small und Prop und jetzt kann ich mir einfach mal zum Beispiel in den Background eine Big Plant reinstellen. So, die ist jetzt mal so big, so, dann sehen wir uns die auch mal an. So richtig big ist die jetzt auch nicht. Das heißt, ich werde die einfach mal ein bisschen größer ziehen, proportional zu unserem Player. Der Steg ist so groß, da können wir schon noch ein bisschen spielen. So, dann habe ich die schon mal an der Stelle mal platziert, kann ich noch ein bisschen rüber und dann kann man einfach so in diesem Stil hier weiterarbeiten. So, jetzt möchte ich aber trotzdem mit meinem Player mal vorbeilaufen, weil es wirkt mir jetzt gerade so, als wäre wahrscheinlich mein Steg zu groß. Und ja, gut, das kann man auch so lassen. Das ist also alles Geschmackssache zum Ausschmücken. Und jetzt lege ich auch noch was in den Foreground. Das heißt, ich gehe hier mal hin mit Foreground und da lege ich mal die hier hinein. Die lasse ich auch mal so klein. Und da gibt es an der Stelle natürlich noch bei Pandanus diese Small. Da hätten wir noch so schöne kleine Büsche für den Foreground.
Die kann man natürlich auch müssen wir ein bisschen hochrutschen und dementsprechend auch ein bisschen größer ziehen und nicht zu groß eigentlich, weil sonst verdeckt es unseren Player ja total. Das musst du natürlich immer einstellen, das ist ein bisschen Geschmackssache. Und man hat natürlich hier auch die Chance zu sagen, ich schiebe den ein bisschen weiter vor oder weiter zurück, dass man ein bisschen so einen 3D-Effekt da generieren. So, dann mache ich da noch einen her und den könnte ich auch noch ein bisschen weiter rein in die Laufrichtung stecken und den stecke ich daher. Von wo aus ich den ziehe, ist jetzt gleichgültig. Ich stecke ihn ja sowieso automatisiert immer in meinen Foreground hinein. So, und jetzt sieht man auch schon, dass diese Büsche hier und diese Palmen ebenfalls Collision haben, wie es aussieht, genau. Und das wollen wir an der Stelle natürlich nicht. Wir werden natürlich keine Palme in die 500er Laufrichtung legen. Das heißt, je nachdem, was du für Assets verwendest, also ich mache jetzt meine 3 Ground Plants einfach mal auf der Reihe nach mit Doppelklick und dann habe ich hier Number Collision Primitives 1 und dann gehen wir auf Collision, wir sagen Remove Collision, weil sonst könnte ja praktisch die Kollision unserer Laufrichtung im Weg stehen. So, dann einfach hier wie gesagt Collision Remove und dann dementsprechend dann auf Save. So, dann mache ich gleich die zweite auf, damit das Ganze dann auch ebenfalls Collision Removed ist, Collision Removing und dann da drauf und dann die dritte, da machen wir das ebenfalls. Das hängt davon ab, was du alles verwendest, aber du kannst das ja dann über diese Show Collision sozusagen sehen, dass hier auch eine Kollision drin ist. Und warum sollten wir den Speicher hier unnötig belasten mit Pflanzen, die sowieso keine Kollision benötigen. So, und da machen wir uns die Mühe natürlich genauso, das heißt dann auch wieder Collision Remove und an der Stelle nehmen wir die noch mit und dann auch wieder eine Collision Remove. Das mache ich jetzt schnell noch fertig, dass das Ganze dann auch sauber ist. Dann habe ich eine kleine Variation an diversen Palmen zur Verfügung. So, dann die nächste noch Collision Remove und dann die letzten 3 auch noch Collision, Remove, Collision und dementsprechend noch diese und dann an der Stelle Collision, Remove und dann die letzte noch. So, das ist das, was ich jetzt mal vormache und das solltest du bei allen Assets, die du in den Vor- und Background legst, einfach mal durchführen. Also die Collision aus bei, warum sollte man unnötig wo hängen bleiben und oder natürlich auch Speicher benötigen. So, bei meinen riesigen, gigantischen Combo-Rocks, da habe ich ja eigentlich nur einen aktuell. Das ist ja praktisch der Torbogen, wo ich so durchlaufen kann. Ansonsten kann ich eigentlich zu gar keinem hinspringen, doch zu dem darüber könnte ich springen. Das wäre jetzt praktisch so ein Spitzer, also ein Comp 05 steht hier. Jetzt schaue ich mir mal an, ob der wirklich so heißt mit Edit. Und dann können wir uns davon überzeugen, okay, da lasse ich mal meine Collision stehen, den mache ich mir mal auf, damit ich das weiß, da kommt 05 bleibt, sonst kann ich nirgendwo hinspringen. Das bedeutet, ich könnte alle anderen hier nehmen und kann man auch die Taste Steuerung und E drücken, sodass wir dann gleich zum Static Mesh Editor gelangen und hier haben wir Number of Collision Primitives 22 und die können wir uns auch sparen, weil wir hier ja nie eine Kollision fordern, das heißt Collision und Remove Collision, dann haben wir hier 0 drin stehen und der Number of Collision Primitives 0 und dann können wir diese Sachen hier auch schon mal deaktivieren, weil wie gesagt Steuerung und E ist ein Shortcut. Die andere Wahl der Waffen wäre hier drüben einfach rechte Maustaste Edit und hier steht es auch schon Ctrl und E. Gut, dann können wir hier überall auch die Kollisionen removen, das kannst du auch selbstständig durchführen und dann ebenfalls natürlich hier drüben und die Sachen an der Seite, bis auf die, die du halt in der Nähe hast von deiner 3D-Geschichte, wo man eben auch dagegen hüpfen kann. Also in meinem Fall ist es das hier und das hier. So, das darfst du jetzt mal selbstständig machen und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt alle Kollisionen entfernt, bis auf diese hier von meinem Torbogen und diesen gerade nach oben Spitzen, der praktisch auch anspringbar ist. Und ansonsten, wenn du natürlich Doppelte drin hast, dann dürfen die natürlich hier hinten auch Kollisionen haben. Klar, hauptsächlich diese beiden sind halt mit Kollision versehen.
wenn du die doppelt implementiert hast, jetzt in dein Level oder integriert hast, dann macht das natürlich nichts, weil das ist ja das gleiche Mesh. So, das Schiff, das kann ich auch nie anspringen, das heißt, von dem Schiff werde ich auch Steuerung E und dementsprechend ebenfalls mal die Kollisionen entfernen mit Remove Collision, weil das ist ebenfalls unnötig. So, dann haben wir das soweit schon mal fertig und jetzt beginnen wir einfach mal das hier ein wenig auszuschmücken. So, ich deute das jetzt nur kurz an und lasse dich dann natürlich selbstständig das erledigen. So, jetzt werde ich einfach nochmal in den Background schalten, nur nochmal zur Info und dann nochmal eine Palme mit rein. Das heißt, die haben ja sowieso alle schon keine Kollision mehr, die schiebe ich ein bisschen tiefer und dann dementsprechend kann ich hier noch eine hinschieben und die werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen größer ziehen, ein bisschen nach oben und auch ein bisschen nach hinten, dass die auch ein bisschen unterschiedlichen plastischen Effekt haben. Und dann kann man natürlich das Ganze noch weiter ausschmücken. Es gibt ja auch diese sogenannten Tree Plants dazu, die schauen zum Beispiel so aus. Das ist dann auch so eine Geschichte hier, man sieht die jetzt gar nicht richtig, setze ich jetzt mal da einen hin. Und die haben natürlich wiederum Kollision, also alles was Kollision hat, was du verwendest, du hast freie Wahl der Waffen mit den Assets, nur dementsprechend Remove Collision, weil ich könnte ja zum Beispiel das Ganze ein bisschen in die Laufrichtung mit reinbringen und dann wäre das Hauptproblem, dass dann mein Player jetzt hier hängen bleibt und so würde er natürlich durchlaufen durch diese Plant. So, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, wo man ausschmücken kann. Wir haben ja noch ein paar kleine Steine oder egal, was du für Assets jetzt hast. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal beim Mesh einfach mal so einen Stein nehmen. Den lege ich auch mal hier hinten rein. Der ist aber jetzt sehr klein. Ich ziehe den mal ein bisschen größer und dann dementsprechend ein bisschen vor. Das ist natürlich jetzt Arbeit, klar, wir bauen uns ein Level auf, da können wir natürlich jetzt nicht mit der Arbeit sparen, das soll ja dann schön detailreich werden und den schiebe ich hier ein bisschen rein, vielleicht so. Und dann haben wir ja noch sehr, sehr viele Assets, man kann sich das anschauen auf Content und dann gehen wir hier einfach mal auf Static Mesh und zwar sehen wir dann alle von unseren ganzen Fab-Assets, die wir runtergeladen haben. Und da gibt es natürlich einiges zur Auswahl. Zum Beispiel so eine statische Kiste, die könnte ich jetzt auch mal hier hinten hinlegen. Und dann drehe ich mir die ein bisschen rum und dann schiebe ich die vielleicht ein bisschen in den Sand rein. Einfach nur so zur Verzierung und dann liegt die schon mal irgendwie irgendwo da. So, dann immer das Ganze durchspielen, das gehört leider auch dazu zum Level Designen und zwar immer mit einem Play from Here und dann einfach mal schauen, wie das Ganze so wirkt. Und natürlich kannst du auch, hier haben wir jetzt zum Beispiel die Kollision weg, das sieht man, dass man hier auch sauber durchlaufen kann. Bei den Steinen würde ich die Kollision, wenn sie in der Mitte liegen, auf der 500er natürlich lassen. Du kannst natürlich hier auch noch Bögen reinbauen, Objekte, wo man drüber springen kann. Das ist alles vollkommen dir überlassen an dieser Stelle. So, dann würde ich sagen, schmücken wir das alle mal aus und dann sehen wir uns gleich danach wieder. So, ich habe mir in der Zwischenzeit ein bisschen was vom Level aufgebaut. Ich zeige dir mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier überall meine
Palmen und meine kleinen Büsche und Pflanzen hingestellt, Foreground, Background und noch ein bisschen nach hinten, nach vorne verschoben. So eine Brücke habe ich gefunden und das Static Mesh, die braucht eine Collision. Nur nochmal zur Erinnerung, die Collision gibt es hier über Show und dann Collision und wenn ich das ausmache, sehe ich sie nicht mehr. Die würde ich jetzt empfehlen eingeschalten zu lassen, weil wenn du nämlich irgendwas hineinziehst, dann können wir uns die Collision sparen. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein Fahren und wenn ich den jetzt einfach mal größer mache, jetzt habe ich ihn leider verloren, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, jetzt ziehe ich den mal hoch, der ist jetzt hier im Background und da sieht man auch, dass der eine Collision hat und dementsprechend dann Steuerung und E und dann kann ich hier ja die Collision explizit removen, sodass hier bei Primitives 1 eben 0 steht und dann speichern. So habe ich es mit sämtlichen Elementen jetzt gehandhabt. Ich habe hier noch Supergrid Centered Boxen mit einem Rock Material. Dann habe ich hier das gleiche, Supergrid Centered in die Länge gezogen. Hier oben habe ich mal so ein Power-Up reingestellt. Ich habe ein paar wenige Gimmicks integriert. Das hier an der Stelle ist einfach wieder so ein Supergrid Ring in die Länge gezogen mit einem Rock Material. Und dann habe ich hier ebenfalls einen Supergrid Ring. Dann habe ich hier noch eine Supergrid Centered Box. Und hier oben habe ich zwei von meinen Herzen, also ein bisschen Energie, weil wir wollen ja auch noch ein paar Enemies reinstellen. So, dann habe ich da hinten noch entsprechend das Ganze durchkopiert und ein bisschen verändert und hier habe ich so den Eingang kreiert, das ist auch aus dem Supergrid und da muss man jetzt hier explizit mal diese Geschichten anders anklicken, also wenn man hier ein Material reinlegen möchte, ich zeige es mal kurz, ich suche mir jetzt einfach mal irgendwelche Materialien raus unter Material, dann dementsprechend muss man diese Sachen hier einzeln anklicken, das heißt Wall Left Top und hier unten dann Wall Left und dann hat man hier diese Element 0 Slots und dann ist man auch in der Lage, ich ziehe jetzt einfach mal das Weiße rein, dass du siehst, wie das läuft und dann wird das Ganze dementsprechend mit diesem Material gefüllt, wenn die Shaders fertig sind. Die dauern jetzt kurz. So, gut. Und diese Geschichten kann man dann hier einzeln anselektieren und man muss die Materialien immer explizit hier reinschieben. So, jetzt weiß ich nicht, was da so kompliziert an dem Material war, so Steuerung und Z. Dann gehe ich jetzt einfach mal wieder zurück auf mein Rock Material. So, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Du kannst das so gestalten, wie du magst. Nur die Steine habe ich jetzt aktuell noch nicht implementiert. Die würde ich jetzt einfach mal über Foliage erledigen. So, und dazu gehe ich jetzt einfach mal auf Reset Filter und dann auf meine kleinen Steinchen. Das war, glaube ich, diese Geschichte hier, RP Volume 01. Und dann gehe ich auf Mesh. Und dann werde ich mir einfach mal den und den raussuchen. Jetzt werde ich aber gleich mal schauen, wie groß die sind oder ob die noch irgendwelche Kollisionen haben. Das merken wir dann. Der hat jetzt aktuell 0 an Collision. Das müssten wir jetzt einfach mal abtimen. Ich suche mir mal die 4 einfach mal kurz her. Der hat Primitives 1, da gehe ich jetzt einfach mal auch auf Remove, weil ich hoffe, dass mit meiner Foliage das nicht exakt auf 500 liegt. Der hat schon 0, den habe ich schon mal reingelegt gehabt und dann dementsprechend schaue ich mir noch den 4. an. Und du kannst natürlich andere nehmen oder mehrere davon. Ich remove überall die Collision, weil wie gesagt, den Speicher sparen wir uns. Und dann gehe ich hier einfach mal ganz simpel von Selection Mode auf Foliage. Und hier kann ich ja Drop Foliage hier, dann nehme ich meine 4 Steine, die droppe ich mal hier rein. Und jetzt habe ich hier eine Brush Size, die können wir auch so lassen. Und dementsprechend Landscape habe ich nicht, gut, kann ich deselektieren, können wir auch lassen, wir haben keine drin. Static Meshes und BSPs, das werden wir auf jeden Fall haben. Wir haben ja hier unser Static Mesh mit unserem Sand und dann dementsprechend hier unten Steuerung A, dass alle selektiert sind, dass alle ein Häkchen haben und dann können wir ein bisschen weiter runter gehen und hier werden wir einfach mal einstellen, Density meinetwegen nur 10, das müssen wir mal austesten. Ich klicke jetzt einfach mal hier rein und dann sehen wir auch schon, dass ich so viele Steine bekomme, Steuerung Z, das ist mir fast zu viel, aber ich habe jetzt hier immer noch 100 stehen, ich habe es anscheinend nicht geändert. So, da sitzen ein paar weniger, das finde ich ganz in Ordnung, die haben aktuell keine Collision, das wäre jetzt die Größe 1 und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen variieren. Das Scale soll sein, sagen wir mal Punkt 4,
bis 1,3 zum Beispiel, also die unterschiedliche Größen haben. Der Z-Offset ist wichtig, dass wir sie ein bisschen im Boden donnern, also minus 0,2 bis, wie können wir es denn machen, minus 0,2 bis genau maximal minus 0,1 zum Beispiel. Da sind sie sicher ein bisschen unterhalb. Und dann habe ich hier ein Align Max Angel und das ist dann von der Vertikalen her, okay, da können wir einfach mal eine 8 eingeben, das macht nichts. Random Pitch Angel machen wir mal 12, dass sich das Ganze ein bisschen dreht. Ground Slope Angel brauchen wir nicht, da geht es darum, dass es dann bergauf auch mit drin ist, mit der Height und so weiter. Dann haben wir noch Advanced, das können wir auch weglassen. Und dementsprechend hätte ich aber gerne noch so ein Random Char, das ist auch mit drin und Random Pitch haben wir sowieso und dementsprechend möchte ich aber auch keine Schatten. Cast Shadow schalte ich auch aus, kostet mir auch nur Energie und jetzt drücke ich hier einfach mal so drauf und dann sehen die schon mal so aus und dann Steuerung und Z. Und jetzt könnte ich die Density noch ein bisschen erhöhen, dass ich sage, ich hätte da gern mal so 15 um den Dreh rum. Und jetzt gehe ich hier einfach mal her und jetzt klicke ich dann da so rein. So, jetzt mache ich hier überall mal meine Steinchen hin, damit da ein paar drin sind. Und dementsprechend male ich das einfach mal so aus, weil die einzeln hinzulegen ist ja wirklich eine schwierige und langwierige Arbeit und da können wir das Ganze einfach mal so aufpainten. So, dann habe ich jetzt überall mal Steinchen drin und jetzt werden wir einfach mal hier ein Play from Here machen, das heißt ich gehe auf Save und du kannst natürlich auch die Palmen und andere Sachen über Foliage machen, das ist komplett dir überlassen, wie du dein Level jetzt aufbaust. Ich mache jetzt einfach mal ein Play von hier in der Hoffnung, dass mir hier kein Stein im Weg liegt, doch natürlich der große, das ist klar und dann schaut das Ganze ganz gut aus. Ich möchte schon, dass es über die Steinchen läuft, aber die haben jetzt auch keine Kollision, aber ich denke auf der exakten 500er habe ich jetzt auch keinen und wenn, dann macht es eigentlich auch nichts. Ich laufe sogar dahinter vorbei. Und hier bräuchte ich jetzt einfach mal meinen Gravity Boost und dann kann ich hier hin und dann kann ich mir die Energie holen. Ich hatte eh noch alles voll und so können wir dann hier weiterlaufen. So, dann habe ich hier meine Steinchen auch schon mit drin, damit es ein bisschen interessanter wirkt. Du kannst natürlich reinlegen, was du Lust hast und dementsprechend sollte das Ganze dann hier hinten an einem Höhleneingang enden, den wir dann hier integrieren werden. An dieser Stelle werden wir uns noch ein paar Monster verteilen, das heißt, ich bleibe hier oben auf Default, auf meinen 500. Ich habe hier die Frames per Second mal zugeschalten, damit ich ein bisschen Überblick kriege von meinem Speicher, vom Grafikkartenverbrauch. Die Frames per Second bekommst du hier drüben unter Show FPS, einfach Häkchen rein und dann sind die auch schon da. So, jetzt fangen wir einfach mal von ganz vorne an mit der Monsterverteilung. Ich habe jetzt hier einen großen Pilz, den lösche ich jetzt mal an der Stelle. Das ist alles jetzt nur ein Serviervorschlag. Du kannst es natürlich so gestalten, wie es dir gefällt. So, den schiebe ich mal ein bisschen nach hinten noch. Die lasse ich einfach mal so stehen. Die hier drüben, die lasse ich auch. Also wie gesagt, das kannst du hinstellen, wie du magst. Und an dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal zwischen den zwei Cubes einfach mal ein bisschen einen bösartigeren reinstellen. Das heißt, ich gehe einfach mal auf Enemies, Monster 2D Blueprints und dann nehme ich mal so eine Turtle Shell und ein bisschen Hochende-Taste und wie bekannt, die sind immer falsch in der Y, die stehen auf 437,82, da gebe ich einfach mal 500 ein, damit das Ganze hier sauber drin ist. So, wir können natürlich noch alle ärgern und auch zwei draus machen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Vielleicht muss man dann mit einem Gravity Jump drüber. Und an der Stelle würde ich sagen, stellen wir mal einen Mushroom rein. Aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Und immer dran denken, hier drüben die 500, sonst funktionieren unsere Traces nicht wirklich richtig gut. So, dann haben wir hier schon mal einen Mushroom, den werde ich jetzt einfach ein bisschen skalieren. Man kann sie so groß skalieren, wie man Lust hat. Das kommt immer darauf an, was du fordern magst. Soll er mit Gravity Jump drauf, ja oder nein? Oder je nachdem, was du halt praktisch planst. Die sind voll modular, also die kannst du riesengroß
hinstellen. So, immer wieder die 500, leider ist das so, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber leider ist es so. Dann lassen wir hier noch praktisch mal so ein Moskito fliegen. Jetzt habe ich den ein bisschen verrutscht, das war natürlich jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Den einen lasse ich ein bisschen niedriger und den werde ich einfach ein bisschen höher steuern. So, die fliegen dann mal in die Richtung, den lasse ich gleich mal drehen um 180 Grad, das heißt, ich werde dann das Ganze einfach mal um 180 drehen und dann dementsprechend mache ich mal hier nochmal so einen Bösen rein. Das heißt auch wieder Pfeiltaste nach oben und dann die Ende-Taste und dann wieder diese 500 dazu und da können wir auch nochmal ein Mushroom reinsetzen und dann hier wieder die 500 und dementsprechend immer zur Sicherheit hoch und die Ende-Taste dazu und dann werde ich hier an der Stelle vielleicht noch mal zum Spaß einen kleinen Mushroom machen. Das geht natürlich auch. Wir können die ja wie gesagt skalieren, wie wir lustig sind. Das heißt, ich gehe ein bisschen hoch und dann mache ich den einfach mal ein wenig kleiner. So, und dann runter und dann noch einen dazu. Die sehen ja so ganz witzig aus. Vielleicht sogar noch ein Baby-Mushroom. So, dann habe ich hier ein paar Mushrooms platziert. Jetzt kommt noch ein Slime mit rein. Das soll ja auch ein bisschen bestückt sein, damit es ein bisschen interessanter wird. Und den setze ich auch mit der Ende-Taste dann einfach nach unten. So, den Slime, den werde ich, ich mache den einfach mal ein bisschen größer noch. Das heißt über die Space-Taste und dann gibt es hier mal einen größeren Slime. Warum auch nicht? Der liegt auch bei 500 und die drehen ja eh gegenseitig um. Und hier hinten werden wir ja dann noch so ein Bombenfeuer spuckendes Monster platzieren. Das heißt, hier kommen einfach auch noch ein paar mit dazu auf die 500er Linie und dann dementsprechend ziehe ich es nochmal hoch. Da mache ich auch mal einen größeren, da haben wir auch noch keinen großen und dann mal runter und dann können wir hier von diesem fliegenden noch einen hinsetzen, zum Beispiel mit 500 und den könnten wir natürlich auch mal größer machen, das macht alles nichts aus, aber dann wird es wahrscheinlich ein bisschen spannender, weil man sich da schön ducken muss. So, dann gehe ich mal so rein in der Hoffnung, dass es halbwegs passt. Der hat natürlich seine Kontrollfunktion woanders. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Player unten durchkommt. Das werden wir jetzt dann einfach gleich mal sehen. So, dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Power-Ups, damit man auch ein bisschen springen muss. Da gibt es nochmal einen Riesenslime dazu und der sollte dann auch auf 500 nicht vergessen. Leider ist das ja so, wie gesagt. Und hier kontrolliere ich auch nochmal, ob ich die 500 gemacht habe. Und dann gibt es an der Stelle noch ein Power-Up. Das holen wir aus Content, Blueprints, Pickups und dann nehme ich mein Power Child und die liegen ja automatisch auf 500, da muss ich dann nur noch die Ende-Taste drücken. So, und dann gibt es hier einfach mal 3 Power-Ups und an der Stelle mache ich dann noch die Power-Ups, habe ja bei Up-Down hier ein Falls und dann werde ich hier noch einen Herzcontainer hinstellen, ein bisschen höher, dass man springen muss und der hat automatisch Up-Down, das heißt, wenn ich jetzt hier mal auf Simulate gehe, dann sehe ich ja, dass der immer so schön auf und ab geht. So, gut, dann habe ich das Ganze schon mal bestückt und dann machen wir wieder ein File und ein Save All und jetzt spiele ich das Ganze mal durch. Ich gehe jetzt nur kurz in den 3D-Bereich, ich laufe jetzt nicht extra hinter. Ich schaue, ob die Funktionalität klappt soweit, ob ich mich da bewegen und springen kann wegen der Collision. Und hier mit dem Umschauen sieht ja auch ganz nett aus. Und dann gehen wir wieder in den 2D-Bereich. Und jetzt möchte ich natürlich auch mal einen erledigen und dann schieße ich den gleich mal ab, damit ich da ein bisschen mehr Ruhe habe. Und hier hinten sollten wir vielleicht mit einem 2D-Boom-Switch mal wieder umschalten. Das bedeutet, wir werden uns hier einen reinlegen. So, den Switch, die bekommen wir über Blueprints und 2D, 3D Switches und da gibt es den BP Switch 2D Boom und den legen wir auch hier im Default an die 500er Stelle. Den können wir auch ein bisschen höher tun, damit wir ja nicht mit dem Gravity Jump cheaten können. Wir sehen ja auch unten, wie weit das geht. Ich lasse es mal so stehen und jetzt können wir hier rechts unter Default, der steht jetzt auf 90 Grad und so hätte ich ihn gerne, weil der da vorne, der schaltet mir ja praktisch das Ganze etwas anders ein. Ich kann den ja nochmal selektieren und
der macht an der Stelle die 135. So, dann habe ich das Ganze hier so mal eingestellt. Das heißt, wenn ich auch wieder die 135 haben möchte, falls ich wieder zurück über die Brücke gehe, dann kann ich mir den anselektieren mit der Alt-Taste, kopiere ich ihn einfach durch und ab hier schalten wir dann von den 90 auf die 135 wieder zurück, sodass wir dann schon wieder im schrägen Modus sind. So, dann gehe ich wieder auf Compile und wenn ich das Ganze jetzt einfach mal, ich starte jetzt einfach mal von hier, also immer aufpassen, es muss in die richtige Richtung sein. Wenn du so rum startest, dann ist die Steuerung verkehrt rum, dann ist D nach links und A nach rechts. Also immer darauf achten, in Laufrichtung ein Play from Here. So, das Play from Here und jetzt werde ich mal kurz überprüfen, ob das umschaltet. Das schaltet auch um und jetzt laufe ich weiter und dementsprechend muss ich jetzt mal auf den aufpassen, vielleicht kann ich auch drüber hüpfen und jetzt schalte ich wieder in die Perspektive um, den Test rückwärts. Wenn ich jetzt hier reingehe, schalten wir wieder auf die 135, hier schalten wir hier rein und hier wird es ein bisschen gefährlicher, aber das war jetzt gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Und da habe ich jetzt einen großen Mushroom, den schieße ich jetzt auch mal wohin, aber das hat mir jetzt nichts gebracht. Das sind die ganz kleinen, die sind auch süß. Und da haben wir noch ein bisschen einen größeren Slime und so weiter und so fort. Dann können wir hier praktisch mit dem Gravity Jump ja gleich hoch. Eventuell, wenn ich es noch schaffe, oh je, der ist zu groß, der macht mich jetzt ein bisschen platt. Da muss ich jetzt drüber. Nee, das schaffe ich nicht mehr, da bin ich kaputt. Und wie gesagt, die Todesgeschichte müssen wir noch ein bisschen umgestalten, weil wir flattern da noch ein wenig durch die Luft. So, dann ist mir aufgefallen, ich habe hier noch so einen Supergrid Prototype mit drin. Den nehme ich jetzt auch gleich mit raus. Und jetzt würde ich gerne meinen 2D-Switch für Kameraboom noch ein bisschen erweitern. Ich würde auch gerne noch die Armlängs mitnehmen, also nicht nur die Kamera Boom Rotation, sondern auch die Armlänge, sodass wir dann mit der Kamera praktisch näher ran können, weiter weg und so weiter. Das können wir dann auch über diese Switch-Geschichten steuern. Und dazu gehe ich jetzt einfach mal auf mein BPI Dimensions, das ist in Blueprints 2D, 3D Switches und das werden wir jetzt einfach mal erweitern. Das heißt, wir selektieren uns die Funktion 2D Kamera Boom Rotation und die nennen wir jetzt einfach mal um in Kamera Boom. Die Rotation nehme ich raus, weil ich das Ganze jetzt erweitere. Das heißt auf Compile, dann aktualisiert sich das in allen Blueprints, wo das BPI integriert ist. Und jetzt hier unten unter Inputs machen wir noch ein Plus und da geben wir einfach mal ein Armlängs. So, das wird unsere Armlänge und die wird sein vom Typ Float. So, gut, das ist jetzt unsere sogenannte Armlänge und dementsprechend können wir das BPI dann auch schon wieder, das Dimensions, schließen. Das haben wir jetzt praktisch erweitert. So, dann benötigen wir unseren Switch 2D Boom, den können wir auch gleich öffnen und den werden wir jetzt dann auch erweitern um diese eine Geschichte. Wir haben hier die Armlänge mit drin und da benötigen wir eine zusätzliche globale Variable, das heißt wir machen hier unten auch einfach mal Armlängs und diese Armlängs ist dann ebenfalls vom Typ Float. So, dann gehen wir mal auf Compile und dann können wir das Ganze public machen, das heißt das Auge auf, dass wir das vorne auch einstellen können in unserem Details Panel im Viewport und jetzt können wir die Armlänge hier ganz beruhigt mit der verknüpfen. So, jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen, was war denn unsere Armlänge? Also ich weiß es jetzt auswendig. Ich gehe jetzt auf Armlänge und sage einfach mal 550 und das ist die Standardeinstellung und wenn du das nicht mehr genau weißt, das können wir ganz einfach nachschauen. Da müssten wir jetzt sozusagen in unseren Third-Person-Character wechseln. Den machen wir uns schnell mal auf, damit das Ganze in Bezug praktisch klar und wiederhergestellt ist. Und wir haben hier unser Movement 2D und wir haben hier unseren Kameraboom und der hat die Target Armlängs 550 und das ist genau das, was wir haben wollen, zu Beginn als Default. Und wenn ich jetzt einfach mal auf 3D gehe, dann können wir da auch mal nachschauen. Da haben wir Kameraboom, da haben wir ebenfalls die 550, da haben wir noch gar keine unterschiedlichen
Float-Variable-Werte eingegeben. So, gut, also die 550 ist richtig, die haben wir dann defaultmäßig auch drin und die Rotation selber, die ist ja 90, das ist unsere Laufrichtung. Gut, dann können wir das Ganze speichern und hier an der Stelle einfach wieder schließen. So, dann machen wir ein File Save All und jetzt wären wir halt in der Lage, an dieser Stelle das Ganze umzuschalten. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier hin, wir machen jetzt einfach mal zum Spaß einen Test. Hier geht es in die 135 Grad und hier sage ich mal Armlänge 400 und hier drüben mache ich wieder die 550, damit das wieder zurückgeht, aber das ist ja defaultmäßig sowieso so eingestellt. Und hier drüben schalten wir dann einfach wieder zurück auf die 550 und das ist auch defaultmäßig so. Nur wenn wir dann rückwärts über die Brücke gehen, dann möchte ich dann ebenfalls die 400 haben zum Spaß. So, jetzt haben wir alle Einstellungen fertig, das heißt, wir übergeben die Armlänge direkt aus dem Viewport unserem BPI Dimensions. Nur natürlich, wo unser Event Camera Boom aufgerufen wird, haben wir das Ganze noch nicht implementiert und das befindet sich ja wie bekannt im BP Third Person im Event Graph und hier gibt es ein bisschen weiter unten die Transport Tube und so weiter und so fort. Und hier haben wir den Event Interface 2D Camera Boom Rotation. So, wenn du den nicht findest, kannst du hier auf Interfaces gehen und hier 2D Camera Boom doppelklicken. Dann kommst du automatisch an die Stelle. So, jetzt sehen wir, dass die Armlänge ja hiermit übergeben wird über das BPI. Und jetzt müssen wir die einfach nur noch setzen. So, und dazu werden wir einfach die Armlänge setzen von unserem Camera Boom. Das heißt, ich schiebe das ein bisschen rüber, werde das ein bisschen erweitern, das kommt auch noch rüber. Und jetzt ziehen wir hier einfach mal raus und sagen Set, einfach mal Target Arm Length, glaube ich, heißt das. Genau, Set Target Arm Length und das können wir hier dazwischen schalten. Und dann verknüpfen wir das Ganze wieder und die Armlänge, die übers BPI übergeben wird, über unsere Funktion 2D Camera Boom, die werden wir hier verknüpfen. So, damit müsste das erledigt sein und dann gehe ich mal auf Compile und dann wieder auf mein Level, dann auf Save All zur Sicherheit und dann laufe ich einfach mal los. So, wir haben jetzt von der 550 auf die 400 gewechselt. Das werden wir jetzt gleich mal sehen, ob das geht. Und dementsprechend müssten wir jetzt näher dort sein. Und jetzt, wenn wir wieder rausgehen, müsste die Kamera ein Stück zurückgehen. So, jetzt bin ich gespannt, ob das so auffällt. Ja doch, wir kommen schon näher ran an dieser Stelle. So, wir können das Ganze auch noch mal ein bisschen noch näher testen. Das heißt, beim Zurückgehen gehe ich jetzt einfach mal auf 300, dass das ein bisschen deutlicher wird und dann hier hinten beim Reingehen sozusagen bei dem zweiten an dieser Stelle, wo ist es denn jetzt, sehe ich es gerade nicht, das ist die Geschichte, wo die 400 war, da gehe ich einfach auch mal auf 300. So, dann einfach nochmal auf Speichern und dann nochmal auf Play und dann laufe ich einfach nochmal kurz los und dann haben wir hier die 300er Einstellung, ist eigentlich auch ganz witzig, wir könnten sogar noch näher rangehen, das probiere ich jetzt einfach auch noch aus, jetzt haben wir eh schon so viel Zeit gebraucht in diesem Abschnitt, so, das sind die 150, aber das ist sehr wichtig, damit du auch mal verstehst, wie man so einen Level insgesamt mal aufbaut und vorbereitet. Dann habe ich hier die 150 und auf dem Rückweg auch wieder die 150 und da müsste ich da sehr spannend direkt an meinem Charakter, an meiner Piratin kleben. So, dann nochmal auf den Level, dann nochmal auf Play. Die paar Sekunden, die leiste ich mir schnell noch und wenn ich jetzt da reinspringe, dann bin ich da direkt hinter meinem Charakter zum Beispiel verankert. Genau, das wäre jetzt praktisch die Absicht von diesem Schalter. Genau, und dann geht es wieder raus und so können wir auch noch individuell diese Kameraabstandslänge mit einstellen. So, und jetzt machen wir noch, wie zu Beginn schon versprochen, ein Monster, das aus dem Background Feuerbälle schießt und dazu gehen wir auf Content. Wir gehen auf unsere Enemies und hier haben wir unsere Monster 3D. Ich würde sagen, das können wir genauso gut hier mit integrieren und dann nennen wir das Ganze einfach mal Flying Monster, also Background, vielleicht unterteilen wir es noch in Folder später, aber in dem Fall machen wir jetzt einfach mal New Folder und ich nenne den einfach mal Flying Monster.
So, das wird mein Flying Monster Folder und per Enter komme ich da rein und jetzt kommt Standardrepertoire. Wir machen Blueprint, nehmen einen Actor, weil der moved ja eigentlich nicht wirklich und dann nenne ich ihn einfach mal BP Underscore und dann Flying Monster. So, das wird mein BP Flying Monster und dann per Enter kann ich den auch gleich öffnen. Bei mir öffnet sich immer am zweiten Bildschirm. Und jetzt haben wir hier praktisch unseren Actor. So, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Add und dann werden wir uns ein Skeleton Mesh reinholen, Skeleton Mesh. Und an dieser Stelle benötigen wir dann dieses Monster und das nennt sich Dragon irgendwas, das suchen wir uns schnell mal raus unter Mesh, Skeleton Mesh Asset und zwar Dragon, glaube ich war es, Dragon und da gibt es den Dragon, wie heißt er denn? Ich glaube Soul müsste das sein, Soul Eater und wir haben ja hier zwei Varianten runtergeladen von Fab, das heißt wir haben einmal PBR und einmal haben wir hier die normale Geschichte Dragons HP und das ist meine PBR. Also wir wählen die PBR aus, weil die wesentlich hübscher aussieht, auch von den ganzen Texturen und von dem gesamten Material. So, dann gehe ich mal auf Compile und dann suche ich mir hier einfach mal ein Animation Asset aus. Unter Animation Mode schalten wir auf Use Animation Asset und da hätte ich gerne die Animation Fly Idle. So, Fly Attack, Fly Fast Forward, Fly Idle Anim und jetzt fliegt unser Monster schon mal hier schön durch die Gegend. So, dann können wir hier gleich mal wieder die Geschichte ausschalten von der Animation. Das heißt, wir gehen auf Advanced hier und dann haben wir hier Pause Anims und dann können wir die Animation auch gleich mal anhalten. So, dann auf Compile und jetzt adde ich einfach mal einen Error, so einen Pfeil und der sollte unterhalb von dem Skeleton eingeklinkt sein. Und jetzt müssen wir diesen Pfeil irgendwo verankern. Ich würde ihn jetzt einfach mal versuchen, da am Kopf zu verankern. Das bedeutet, ich suche mir jetzt einfach mal dieses Skeleton Mesh Asset raus per Doppelklick und dann können wir mal schauen, wo wir sind. Ich denke, Char ist ganz vernünftig. Genau, wir klinken es einfach mal beim Char ein und das können wir uns jetzt merken, das ist der Char und dann gehen wir wieder zurück, den Third Person brauche ich an der Stelle nicht mehr, den Switch brauche ich auch nicht mehr und beim Flying Monster, bei dem Pfeil, bei dem Error, gehen wir hier beim Parent Socket, funktioniert nur, wenn es in der Hierarchie hier eingerückt ist, es muss direkt unterhalb vom Skeleton Mesh hängen, dann kann man auch die Bones auswählen und jetzt nehme ich hier einfach mal das Char. So, jetzt habe ich meinen Pfeil hier direkt am Char. Und jetzt gehe ich mit dem ein wenig raus, damit ich da keine Kollision habe und dann gehe ich ein bisschen rüber, dass das Ganze schon mal so aussieht und dann können wir das Ganze auch mal wieder abspielen lassen. Das bedeutet, ich werde hier beim Mesh einfach mal diese Pause-Geschichte mal wieder ausschalten und jetzt sehen wir schon, der springt und wird das Ganze einfach dann an der Stelle abfeuern, unser Projektil. So, dann pausiere ich nochmal, ich gehe nochmal auf meinen Pfeil und ich würde sagen, dass wir den ein bisschen so nach oben wegschießen und dann können wir das auch ein bisschen mehr zum Mund machen und dann dementsprechend denke ich, ist das schon mal sehr gut ausbaldowert. So, gut, an dieser Stelle fangen wir einfach mal an. Wir haben jetzt hier diesen Event-Graph und der Event-Graph, der sollte dann einfach ein Projektil abfeuern. Das heißt, ich brauche die beiden Geschichten hier nicht, diese Events, sondern der Event Begin Play, der wird dann einfach mit einem Timer ein Projektil launchen. Das heißt, rechte Maustaste, Custom Event, Add Custom Event und den nenne ich einfach mal Launch Projectile. So, Launch Projectile und da geht es dann praktisch los. So, damit das Ganze dann immer im Intervall angesteuert wird, ziehen wir hier einfach mal raus und dann sagen wir Set Timer by Function Name, Set Timer by Function Name und unser Function Name ist Launch Projectile. Ich selektiere das hier an, dann kann ich es mir hier oben ganz bequem mit Steuerung C kopieren und hier bei Function Name kommt das Ganze dann auch rein. So, dann wollen wir das Ganze loopen lassen und ich hätte gesagt, dass wir so eine Time machen, wann das dann passiert, aber das werden wir dann später dann einfach mal ausbaldowern. Das hängt davon ab, wie lang diese Auf- und Ab-Animation ist.
So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und dann gehen wir mal auf Compile und Save. Wir machen ja sowieso und Success Only und dann zurück und dann erstellen wir uns zuerst einmal unser Projectile. Und dazu wechseln wir auf unseren Level, dann machen wir hier rechte Maustaste, Blueprint-Klasse, Typ ist Actor und das Ganze nennt sich dann BP Projectile. So, das wird unser BP Projectile und dann können wir das auch gleich mal öffnen. An dieser Stelle benötigen wir eine Sphere Collision, das bedeutet, ich gehe auf Add und dann gebe ich ein Sphere und da wähle ich meine Sphere Collision aus und die nennen wir dann auch gleich so, da sagen wir einfach mal dazu, das ist unsere Collision. So, Collision und dann benötigen wir natürlich noch unser Projektil selber. Das bedeutet, wir benötigen an der Stelle auch nochmal eine Kugel, hätte ich gesagt. Aber zuallererst, damit ein Projektil auch funktioniert, darf es keine Default Scene Root besitzen. Das bedeutet, wir nehmen diese Collision und schieben die einfach per Drag and Drop nach oben und wir machen eine neue Root draus. So, dann haben wir hier unsere Sphere Collision und dann gehen wir mal auf Compile. So, jetzt kommt unsere Kugel dazu, unser Projektil, da gebe ich nochmal ein Sphere und diesmal nehme ich einfach eine Sphere. So, die ist jetzt eingeklinkt, natürlich unterhalb der Root und dementsprechend sehen wir jetzt unsere Kollisionskugel nicht. Das heißt, wir gehen auf unser Static Mesh, auf unsere Sphere und dann können wir hier mit geschlossenem Vorhängeschloss einfach mal rein und das Ganze ein bisschen kleiner ziehen, sodass wir dann sozusagen mit unserer Collision das Ganze mit ein wenig Abstand umrahmen. So, da haben wir das auch schon. Und damit das Projektil auch fliegen kann, gehen wir hier oben einfach mal auf Add und dann sagen wir einfach mal Projectile Movement und da ist es auch schon, das ist eine Komponente an dieser Stelle. Und diesem Projectile Movement, dem geben wir jetzt folgende Einstellungen. Initial Speed, da mache ich jetzt einfach mal 800 und die Max Speed wird sein 1000. Das habe ich schon mal ein bisschen rumprobiert. Da musst du einstellen, je nachdem wie weit nach hinten du in dem Background dieses Monster platzierst. Und dann hätte ich gern, dass diese Kugeln am Boden noch ein wenig umeinander springen. Das heißt, ich gehe hier auf Shoot Bounce. Gut, auf die restlichen Werte gehe ich jetzt hier nicht näher ein. Das war es an der Stelle auch schon. Und jetzt können wir natürlich unserer Kugel, unserer Sphere Static Mesh Kugel auch noch ein entsprechendes Material geben. Und da habe ich mir schon eins ausgesucht, das heißt, glaube ich, M-Jolly, das ist auch bei beiden Fab-Downloads dabei. Du kannst natürlich nehmen, was du magst. Ich nehme jetzt einfach mal das Jolly, das ist so eine Art Totenkopf, der da abgebildet ist. Das finde ich eigentlich ganz witzig, einfach mal nur zum Spaß. Und dann gehe ich einfach mal auf Compile. Gut, dann hätte ich natürlich gerne noch mein Feuer mit dazu, das heißt, ich werde hier noch von meinem sogenannten Starter-Content, das haben wir ja zu Beginn mit implementiert, Starter-Content, wenn du nicht hast, kannst du nachträglich natürlich über Add Feature or Content Pack nochmal mit hinzuaddieren. So, ich gehe auf Cancel, ich habe ihn ja schon und wechsle jetzt hier wieder rüber auf meine Enemy-Geschichte, wo ich denn auch gerade schon war. So, gut, an der Stelle Projektil, wir haben jetzt hier einfach mal die Sphäre und jetzt kommt einfach noch dazu, ich gehe hier oben auf Projectile und dann Add und im Starter-Content befinden sich Partikelsysteme. So, dann nehme ich hier ein Partikelsystem, ein Cascade, kein Niagara, sondern ein solches Partikelsystem. Das benenne ich jetzt nicht explizit und da nehme ich einfach mal als Template unter Particles das Fire. So, da gibt es ein P-Fire und dann haben wir das auch schon mit integriert. So, dann auf Compile und Save. Und jetzt sollten wir die Kollisionen noch einstellen. Also wir haben ja hier eine Collision Box als Default Scene Root. Das heißt, die Sphäre selber wird überhaupt keine bekommen. Da haben wir Call, Block All Dynamic. Da können wir ganz beruhigt sagen, No Collision. So, gut, dann gehen wir auf Compile, also bei der Sphere, beim Static Mesh No Collision, dann auf Compile und dann bei unserer sogenannten Sphere Collision. Da werden wir einfach mal sagen Block All Dynamic, da gehen wir hier auf Block All Dynamic und wir wollen zusätzlich noch einen Hit-Event, den müssen wir explizit einschalten, der ist standardmäßig auf False, nur der Overlap-Event ist immer von Beginn an auf True. So, dann gehen wir hier rein mit dem Simulation Generates Hit Event
Und da machen wir einfach mal ein Häkchen rein. So, dann auf Compile und Save und zurück auf unser BP Flying Monster. So, jetzt werden wir das Projektil einfach mal abfeuern. Das machen wir über Spawn Actor und zwar Spawn Actor from Class und dementsprechend ist unsere Actor-Klasse unser BP underscore Projectile. So, das wird mein BP Projectile und dann kann ich es hier schon mal selektieren. Und diese Spawn Actor from Class benötigt eine sogenannte Spawn Transform. Die Transform, die besteht ja wie üblich aus Location, Rotation und Scale zugleich. Und jetzt schauen wir uns das im Viewport nochmal an. Wir haben ja hier unseren Error, der hat ja auch seinen Gizmo mit dabei, X, Y und Z. Und das wird auch unsere sogenannte Spawn Location sein und unsere Spawn Rotation. Und da können wir einfach mit dem Pfeil einfach mal rausziehen. Und da sagen wir einfach mal Get World Transform. So, dann haben wir hier unsere World Transform und die werden wir jetzt aufbrechen, weil wir werden nicht den Scale mit überliefern. Rechte Maustaste und dann Split Struct Pin und dann haben wir hier die Location, aber zuvor auch hier drüben Split Struct Pin. So, die Location in die Spawn Transform Location und die Rotation in die Rotation und den Scale lassen wir einfach mal so, wie er ist. So, ganz wichtig hierbei ist die Collision Handling Override Geschichte und da sagen wir einfach Always Spawn, Ignore Collisions, damit diese Kugel auf jeden Fall abgefeuert wird. Nicht, dass sie bei uns in unserem Mund hängen bleibt von unserem Monster und dann würden wir auch keine Kugel sehen an der Stelle. So, gut, dann gehen wir auf Compile und dann können wir auch schon zurück auf unser Level und jetzt setze ich einfach mal so ein Monster in die Szene. Wo ist denn nichts mehr los? Hier ist noch ein bisschen was. Ich setze es einfach mal hier hin. Das heißt, ich schiebe es mir mal hier rein. Jetzt habe ich natürlich mein Default an. Das ist natürlich ganz schlecht für mich. Da muss ich ein bisschen hinter. Ich rotiere es jetzt einfach mal um 180 Grad und dann dementsprechend werde ich es auch ein wenig nach unten schieben und dann schauen wir uns das im Simulate einfach mal an. Hier oben drauf und auf Simulate und dann sollte da eigentlich was abgefeuert werden, aber das tut es noch nicht. So, an was liegt das jetzt? Wir haben natürlich hier oben noch beim Set-Timer bei Function Name noch keine Time eingegeben, also 0 bedeutet gar nicht. Und ich möchte es ja abhängig machen von dieser Animation, von dieser Fly-Idle-Animation. So, dann gehen wir auf Skeleton Mesh hier drüben unter Anim to Play bei Use Animation Asset, Doppelklick auf die Animation selber. Und jetzt sehen wir hier, dass diese Animation zum Beispiel eine Länge hat von 1,10 Sekunden und die merken wir uns jetzt. Das bedeutet, alle 1,10 Sekunden wollen wir feuern. Dann gehen wir zurück auf unser BP Flying Monster und geben hier ein die Time 1.1 und das wäre praktisch die Länge der Animation. Gut, jetzt stimmt das Ganze aber noch nicht überein, weil ich möchte ja feuern, wenn es oben ist und den Mund auf hat. Das bedeutet, ich schiebe mir das Ganze mal rüber und dann sage ich jetzt, hier möchte ich feuern ungefähr. An der Stelle zum Beispiel bei 0,5 wird gefeuert und die Länge ist 1,1 und das bedeutet, wir werden beim Start ein Delay von 0,5 mit integrieren. So, dann zurück und dann bauen wir das beim Start hier ein und dann ziehen wir hier raus und sagen einfach mal Delay und das Delay wird sein 0,5 Sekunden, das heißt Punkt 5 und Enter und hier drüben haben wir 1.1 und Looping muss auf True sein, sonst klappt es nämlich nur einmalig. So, dann gehe ich mal auf Compile und dann schaue ich mal, ob ich da recht habe. Ich mache zwischenzeitlich ein Save All und dann gehe ich einfach mal auf Simulate und dann sollten hier eigentlich so Bomben rausfliegen. Und das tut es natürlich auch schon, das ist schon mal sehr gut. Wenn die bei dir nicht rausfliegen, vielleicht ist dein Error zu nah dort und meins reagiert jetzt schon mal so und schmeißt die ganzen Sachen hier einfach mal hin. Aber es wird natürlich an der Stelle noch nichts destroyed. Der Runtime-Error kommt sowieso, wenn unser Player nicht im Spiel war, also die Player-Ref ist nicht da, ganz klar, aber das liegt an unserem Simulate. So, jetzt müssen wir natürlich unserem Projektteil noch sagen, dass es dann auch zerstört ist, das heißt, wir wechseln hier mal rüber auf den Eventgraphen und jetzt können wir uns von den 3 Events hier schon mal trennen und dann gehen wir ganz
einfach mal auf unsere Collision und dann rechte Maustaste Add Event on Component Hit nehmen wir an der Stelle. Wir haben ja hier bei der Kollision Simulation Generates Hit Events auf True gesetzt und deswegen können wir das auch verwenden. Und jetzt ziehen wir hier bei Other Actor wieder raus mit Actor has Tag. Das, was wir immer tun, wir casten ja nicht rüber zu unserem Third Person, sondern wir geben einen Player als Tag und dann dementsprechend wickeln wir das über eine Branch ab, B auf dem Keyboard, linke Maustaste und dann können wir das schon mal bejahen oder verneinen und dann haben wir diese Abfrage schon implementiert und jetzt geht es darum, wenn es unser Player denn ist, dann würde ich gerne einen Schaden verursachen. Das heißt, ich ziehe hier raus, dann Apply Damage und zwar würde ich sagen, gebe ich dem einfach standardmäßig auch mal wieder meine 10. So, wer ist mein Damage Actor? Das ist mein Other Actor, wenn er den Tag Player hat. Dann gibt es eine Damage von 10 und wenn der Player nicht getroffen wird, dann ziehen wir hier raus, dann mache ich hier nochmal ein Delay. Wir haben ja Bounce eingestellt beim Projectile Movement, dass es am Boden ein bisschen kullert. Das heißt, ich lasse es mal so 3 Sekunden lang kullern und danach werden wir hier einfach mal ein Destroy Actor mit integrieren. So, wenn der Player getroffen wird, möchte ich, dass der Actor destroyed wird, also diese Feuerkugel. Und natürlich, wenn er nicht getroffen wird, dann würde ich es gerne nach 3 Sekunden erledigen. So, dann gehen wir mal auf Compile und zurück auf den Level. So, dann testen wir das Ganze gleich mal aus. Ich gehe hier oben einfach nochmal auf Simulate und dann schaue ich einfach mal, wo diese Bomben einschlagen. Das bedeutet, die gehen hier ein bisschen zu weit. Ich sehe es jetzt hier an meinem Power Pickup. Das ist meine 500er Lauflinie. Das bedeutet, ich werde einfach mal meinen Monster Actor ein wenig nach hinten setzen, sodass das Ganze dann an der Stelle hoffentlich dann an die richtige Position geht. Das sollte so ungefähr da aufschlagen. Ja, ein Stück weiter nach vorne darf es auch, aber so springt es mich eigentlich auch an. Ich denke, so lasse ich es erstmal stehen und jetzt werde ich einfach mal das Ganze mit einem Play from Here versuchen. Das bedeutet, ich gehe hier auf Stop und dann dementsprechend auf Play from Here auf der Linie. Und dementsprechend laufe ich mal und dann schaue ich mal, ob mich der auch trifft. Ja genau, der kann mich auch treffen und ansonsten nach 3 Sekunden wäre es dann auch vorbei und die lösen sich dann sozusagen auch in Luft auf. Gut, das ist dann die Geschichte, dann haben wir das schon mal fertig. So, und zu guter Letzt drehen wir noch ein bisschen an Lighting und Co. Das heißt, ich habe hier meine Sonne aktuell, das sieht man hier auch am Schatten. Und wenn ich jetzt die Steuerung und die Alt-Taste gedrückt halte und dann L kurz auf dem Keyboard antippe, dann kann ich hier mit der Sonne etwas spielen. Das heißt, ich kann auch die Schatten nach hinten legen. Ist vielleicht auch ganz nett, dass man es vielleicht so reinmacht und dann dementsprechend habe ich meine Sonne an dieser Stelle. Also das ist Geschmackssache, Steuerung und Alt-Taste gedrückt und einmal L kurz antippen und dann kann man mit der Maus das Ganze regeln. So, gut, jetzt kommt noch ein Post-Process-Volume mit hinzu. Wir gehen hier oben auf Plus und dann geben wir ein Post. Und da ist es auch schon ein Post-Process-Volume. Das sieht aktuell so aus und das müssen wir jetzt für den ganzen Level anwenden. Ansonsten würde es nur hier drin in diesem Würfel stattfinden. So, und dazu gehen wir hier bei Post-Process-Volume einfach mal ins Suchfeld und geben ein Unbound. So, da gibt es ein Infinite Extend Unbound und hier kommt ein Häkchen rein und das bewirkt, dass nicht mehr der Cube das Post-Process ist, sondern der komplette Level. So, dann können wir uns vom Unbound mal trennen. Jetzt gehen wir es mal kurz durch. Wir beginnen mit Lens, Mobile, Depth of Field, dann da mache ich auch noch nichts. Blumen schalte ich mal ein mit Methode Intensity. Ich mache jetzt einfach mal nur Basis. Advanced benötige ich gerade nicht. Exposure werden wir vielleicht ein bisschen was drehen müssen. Ich selektiere mal vor für später. Und ganz wichtig, beim Level Design sollte man die Min-EV 100 und Max-EV 100 zu Beginn einfach mal auf 1 und 1 stellen. Und das hat den Grund, also die Min-EV und Max-EV, das ist die Brightness, hat das früher geheißen in der 4er Unreal Version. Und
da bei 1 und 1 ist es so, wenn es da gut aussieht, dann kann man später noch nachjustieren, heißt es. Und zwar ist das natürlich auch berechtigt, weil wenn wir jetzt zu Beginn zu viele Schalter drehen im Post-Processing, dann wissen wir am Schluss gar nicht mehr, warum es eigentlich so aussieht. So, und dann gehe ich einfach noch ein bisschen weiter runter. Chromatik, Aberration brauche ich jetzt aktuell nicht, Dirt Mask auch nicht, Kamera lasse ich auch weg. Die Local schalte ich mal so ein, weil die nämlich auch mal interessant werden kann an verschiedenen Stellen. Dann Lens Flare hätte ich gerne, den mache ich da auch mit einer Tint. Das sieht man jetzt hier, da haben wir unseren Lens Flare, wenn man direkt in die Sonne schaut. Und dann gehen wir noch ein bisschen runter. Es gibt einen Image-Effekt, also eine Vignette, das heißt praktisch so, dass es von außen dunkler, von einem kreisförmigen dunklen Kreis umgeben ist, dass man die Ränder nicht wirklich sieht. Vielleicht lassen wir es einfach stehen, so auf 0,4, weil wir ja doch mit einem Sidescroller agieren, aber es ist Geschmackssache, an, aus, kannst du dir selber überlegen. So, dann Depth of Field lasse ich auch mal weg, Color Grading, Temperature, das bleibt so wie es ist. Und dann habe ich unter Global, da würde ich gern was tun, die Saturation würde ich erhöhen von 1,0 auf 1,2. Und dann ebenfalls beim Kontrast, da würde ich dann auch auf 1,2 gehen. Aber wie gesagt, vielleicht hast du deine eigenen Einstellungen, mit denen du normalerweise arbeitest. So, und dann habe ich hier noch Shadows und Highlights und Misk und Film und so weiter. Lumen, natürlich Methode ist Lumen. Und dann schalten wir dann mal ein paar Knöpfe ein, dass wir das auch wissen, dass wir das so verwenden wollen. Und dann weiter nach unten und dann denke ich, war es das jetzt erstmal für den Anfang. Wir könnten die Ambient Occlusion noch mit einschalten. Ich gebe sie mal mit hinzu, ohne Radius, oder lassen wir es auf Default 200. Wie gesagt, das justieren wir dann später einfach mal nach. So, jetzt möchte ich an dieser Stelle mal meine Sonne etwas voluminöser haben, falls ich sie finde. Scheint wahrscheinlich gerade hinter den Wolken zu sein. Das heißt, ich suche mir jetzt hier drüben einfach mal meinen Ordner, der heißt Lighting und Co. Das heißt, die anderen mache ich mal zu und dementsprechend wird er dann bald auftauchen. Hier ist er auch schon. Directional Light einfach mal anselektieren und hier unten hätten wir die Intensity und hier gibt es diesen sogenannten Source Angel und den kann man hier, man sieht jetzt auch die Sonne, klar, die ist natürlich jetzt auch von dem Lens Flare ein bisschen verdeckt, da wird es größer, das geht bis zur 5 und das lasse ich jetzt mal stehen so auf 4,3 ungefähr, 4,3 und damit bin ich einigermaßen zufrieden. Gut, dann geht es weiter mit dem Exponential Height Fog und den werden wir auch ein wenig anpassen. Wir sehen ihn da hinten und da können wir hier noch ein bisschen drehen an der Fog Density zum Beispiel. Die können wir ein bisschen erhöhen. Dann sieht man da, dass das einfach ein bisschen mehr blau wird von dem dunklen Blau. Das heißt, ich gehe da mal vielleicht auf 4,7 und bei dem Fall-Off gehe ich ein bisschen nach unten, das heißt, ich gehe hier mal auf Punkt 1, würde ich sagen. So, aber das ist Geschmackssache und Einstellungssache, das kannst du selber entscheiden. Und dann habe ich noch ein Volumetric Cloud im Angebot und da finde ich so ein paar kleinere runde Wolken bei meinem Sidescroller ein wenig süßer. Das heißt, ich gebe hier beim Layer Bottom Attitude einfach mal 20 ein. So, dann steht das Ganze schon mal so da. Finde ich, schaut schon mal ganz witzig aus an der Stelle. So, und zu guter Letzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich drücke die Taste F11, damit ich auf Fullscreen bin. Hier haben wir ja diese Teleportation abgeändert. Und dann versuche ich gleich mal meinen ersten Pilz auch mal zu treffen. Eventuell, ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Und dann schieße ich meine anderen Gegner einfach schon mal ab. Dann die Taste E und dann werde ich da mal versuchen, mich umzuschauen. Ich laufe jetzt nicht explizit hier hinter, ich schaue mir mal nur die Umgebung an. Ja, die Farben sind eigentlich schon mal ganz toll und dementsprechend habe ich meinen Schatten natürlich auf der linken hinteren Seite, weil ich ja natürlich das Ganze hier besser beleuchten möchte. So, dann kann ich hier einfach mal noch ein bisschen umeinander laufen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier hoch, hier runter, dann versuche ich über beide zu springen. Ich kann hier hoch und dementsprechend laufe ich dann auch mal weiter. Und da kommt noch ein großer Pilz, den schieße ich dann gleich mal in die richtige Richtung. Da haben wir noch ein paar kleine mit reingebaut. Du kannst natürlich noch ein paar mehr Hindernisse hinzufügen. Das ist ja alles nur ein Servierbeispiel. Oje, oje. Und der kommt Gott sei Dank unter dem Stein hier nicht durch.
und ich versuche mein Glück auf der anderen Seite. Jetzt kommt unser feuerspeiender Gegner und dementsprechend laufen wir durch. Ich habe noch ein bisschen was eingesammelt und jetzt kommt das Riesenmoskito. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich da generell unten durch kann. Das ist mir noch unklar. Vielleicht schaffe ich es ja mit dem Gravity Boost einigermaßen drüber. Ja, okay. Und nein, es hat mich doch zerlegt. So, gut, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle und ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht und über einen Like und oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.